Hey Leute, herzlich willkommen aus der Donnerstagseinheit im Aachener Kraftsport. Ich sitze hier zwischen den Hip Thrusts und weil hier donnerstags außer mir normalerweise um diese Uhrzeit kein Mensch auftaucht, kann ich hier mal rumsitzen und alles im Weg stehen lassen und Sachen erzählen. Wie lief die Woche bisher? Die Bank lief relativ solide. Man erinnert sich vielleicht, ich habe ja letzte Woche angekündigt, ich mache mal experimentell so einen partiellen Deload. Das heißt, bei der Beuge wird einiges runtergenommen, das Heben entfällt komplett. Das wäre heute. Das schmeckt mir nicht, aber das ist die clevere Entscheidung, was mein Rückenstreckerproblem unten rechts angeht. Die Bank habe ich ganz normal weiter progressiert. Der Montag lief auch recht solide. Das ist ordentlich. Aktuell läuft privat immer noch und jetzt in der 4. Woche eine Ausnahmesituation. Die kostet einiges an Regeneration und Schlaf, die frisst viel Energie und dass das unter diesen Umständen überhaupt drin ist, Training zu machen, ist schon Gold wert. Und dass ich unter diesen Umständen die Bank ein bisschen nach vorne schieben konnte, wir sind immer noch weit entfernt von irgendwelchen PR-Geschichten oder so, aber es sind solide Trainingswochen, die ich reinbekomme für den Oberkörper und das ist dann schon ziemlich cool eigentlich. Bei der Beuge ist es so, dass ich immer noch mit meinem rechten Rückenstrecker-Thema unten zu tun habe. Ich habe das ohnehin schon geringe Volumen der letzten Wochen stumpf halbiert und die Intensitäten nochmal eine Ecke runtergeschraubt für diesen Deload. Das ist ein sehr deutlicher Deload für meine Verhältnisse, aber das lief super eigentlich. Ich habe 140 für ein Double gebeugt, das ist ultra leicht und das war komplett beschwerdefrei und das hat mich sehr gefreut. Ich habe 130 für ein Triple gebeugt, das ist von der Last her lächerlich. Da habe ich aber unten wieder ein bisschen Spannung gespürt. Ich habe das erste Mal jetzt in dieser Dienstagseinheit die Reverse Hyper, ich glaube in Summe mit 5 Sätzen, eingestreut, 3 Formbeugen, 2 so im noch nicht mal Supersatz, sondern abwechselnd dazwischen, weil diese Dekompression mir unglaublich gut tut. Ich hatte dann später irgendwann im linken Rückenstrecker den Pump des Grauens und da eher eine Beschwerdestelle als jetzt in dem rechten angeschlagenen Teil, wo schon längere Beschwerden sind. Das hat sich komisch angefühlt, nach langer Zeit wieder mit so einem festen Rückenstreckerpump rumzulaufen, also schon unangenehm, aber in dem Fall halt irgendwie cool, weil das wahrscheinlich das ist, was ich da eigentlich brauche, weil, das ist die spannende Beobachtung, nach jeder Reverse Hyper Einheit geht es mir besser, sowohl im weiteren Tagesverlauf als auch am nächsten Morgen. Kennzeichnend für mein Problem ist, ich stehe morgens auf und der Rücken ist wieder verspannt. Meist ist das so, wenn ich mich tagsüber bewege, unterwegs bin und ich habe immer ein bisschen Wärmesalbe drauf, dann verschwindet das auch für einige Stunden. Jetzt stellt sich die Frage, könnte man am Bett noch was optimieren? Ist das vielleicht ein Thema? Grundsätzlich kommt dieses Thema aber ja woanders her. Es gibt halt nur diverse Anreger, die ich so in meinem Alltag habe. Der Mittwoch, der 3. Trainingstag, das ist ja hier meine Spielwiese, Kurzhantelschrägbank, Fleiß, bla bla bla. Das lief auch super solide und ordentlich. Ich habe nichts schwerer gemacht oder besser gemacht als letzte Woche. Ich habe ziemlich genau alles kopiert, was ich letzte Woche gemacht habe, aber nicht, weil ich mich stumpf an das Schema halten wollte, sondern weil das einfach das Ergebnis dessen war, was der Körper für den Tag so hergegeben hat. Wenn man sich überlegt, dass ich Montag nochmal 5% draufgepackt habe, über den Daumen, 4,7 irgendwas, passt das schon. Das ist schon in Ordnung. Wie erwähnt, heute ist Donnerstag, das heißt, es wäre der Hebetag. Ich habe eben kurz mit dem Gedanken gespielt, ja, 125 Kilo, Tempo pausiert, irgendwie was ganz Leichtes heben. Nein, 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 nein. Ich mache jetzt meine Hip Thrusts. Das Warm-up bin ich schon durchlaufen, danach geht es an die Reverse Hyper, da werde ich auch nochmal 3-4 Sätze durchschieben und danach geht es rüber an den Kabelzugturm und dann wird gerudert, so wie das planmäßig vorgesehen ist, in verschiedenen Griffweiten. Und dann ist die Donnerstagseinheit relativ zeitig durch. Die gewonnene Zeit durchs entfallene Heben investiere ich ja gerade, indem ich hier ein Intro und einen grundsätzlichen Abriss über die Woche einspreche, weil ich fahre zur selben Zeit wie sonst. Dann spare ich mir den Verkehr und ich habe ein bisschen Luft hinten raus, was das Büro angeht. Perspektivisch gesehen
Es ist eine deutliche Steigerung mit dem gesteigerten Reverse-Hypervolumen zur Dekompression und zur Durchblutungsförderung in diesem Bereich im Vergleich zur letzten Woche, also wirklich deutlich. Ich habe jetzt aber erst ein paar Tage, das heißt, ich weiß noch überhaupt nicht, ist das ein genereller Trend oder ist es einfach nur ein guter Tag oder 3 gute Tage, das muss man abwarten. Von der Planung her ist das so, dass ich jetzt Woche für Woche fühle, was geht nicht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und so operiere ich weiter. Ich habe ein wenig die Hoffnung, dass ich das Thema, das ist ja jetzt Woche 1 des zweiten Blocks für dieses Jahr, dass sich das Thema in diesem Block in den Griff kriegen lässt und dann demnächst ich wieder ein bisschen reinballern kann. Ja, das fände ich gut. Reinballern. Ich bin ein vernünftiger Junge. Ich weiß, dass das Sinn macht, was ich mache und dass ich nicht draufkloppen sollte. Aber das ganze Ding hier ist halt auch so ein bisschen für meine Psychohygiene gut. Das heißt, ich nutze das so als Ventil, als Arousal-Regulation, als Ausgleich zum Alltag, Urlaub vom Kopf. Und wenn ich dann hier auch die ganze Zeit auf der Bremse stehen muss, ja, dann gibt mir das nicht so viel, wie ich das gerne hätte. Ja, also ein Luxusproblem, ganz klar. Aber ich würde schon gerne. Jetzt ist es aber halt sinnvoll, dieses Bedürfnis, diesen Drang nach mehr umzusetzen in konzentrierte Einheiten, sinnvolle Gestaltung, damit dieses Problem möglichst schnell der Vergangenheit angehört und der Körper danach so stark aus dieser Geschichte hervorgeht, dass das nicht innerhalb von x Wochen wieder ein Thema wird. Das heißt, grundsätzlich wird die Reverse Hyper mich jetzt eine ganze Weile begleiten. Und dann werden wir mal schauen, dass wir diese Struktur, die da die ganze Zeit durch Überspannung und Verspannung sich selbst vor einer Überlastung schützt, so weit bestärken, verstärken, aufbauen können, dass wir das Problem bitte nicht nochmal bekommen. Es schränkt mich im Alltag nicht großartig ein, aber es ist halt nervig. Ja? Naja, perspektivisch für diese Woche. Morgen bin ich wieder hier, dann gibt es die Long Pause Bench mit der Kadenz 030. Da habe ich eine Charta auszuwetzen. Da hat der liebe Paul Schlüter mich darauf hingewiesen, dass meine 3-Count-Pause nur eine 2-Count-Pause ist. Und das wollen wir ändern. Ja, das mag ich nicht. Also nicht das Feedback, sondern dass das mal wirklich eine 3-Count-Pause war und ich die geschlummelt habe und sie jetzt nur noch 2-Count ist. Aber dazu morgen dann mehr. Ansonsten Samstag. Heute bin ich alleine hier, weil unser lieber Busbetreiber, die ASEAG, in den Streit geht. Konnte meine Tochter jetzt nicht bis in die Stadt kommen. Und die wollte mir nicht zumuten, um kurz nach 4 aufzustehen, um sie abzuholen. Deswegen bin ich heute alleine hier. Schade. Ich mag das, wenn wir morgens hier rumlaufen. Aber gut, so wie das aktuell aussieht, werden wir wohl die Samstagseinheit zu dritt bestreiten. Das heißt, ich nehme sowohl meine Tochter als auch meinen Sohn mit, weil wir danach hier in der Stadt schwimmen gehen. Und dann werden wir da nochmal was mit den Planks versuchen. Ich habe mir da nochmal eine lustige Zahl gesteckt. Aber dazu dann später mehr. Ansonsten kann ich mir noch überlegen, ob ich die Assistenzbeuge in der Safety Squat Bar Variante mache und wenn ja, wie. Ich mache das wieder vom Körpergefühl abhängig und die ganzen anderen Assistenzen sind ja völlig unbelastet und gar kein Thema. Die werden dann einfach stumpf abgespult. Ja. Und jetzt gibt es nochmal ein Schlückchen Monster. Bei 3 Grad Außentemperatur ist der ein bisschen wärmer, als ich mir das eigentlich wünschen würde, aber auch das ist ein Luxusproblem. Und dann rupfen wir das hier mal weg. Stößchen. Boah, die so gut. Also, liebe Freunde der gepflegten Irrelevanz, jetzt live vom Kuhstuhl im Aachener Kraftsport. Der Trainingstag Freitag, da ist ja die Long Pause Bench Variante, der war ganz in Ordnung. Jetzt gerade habe ich Tag 6 durchgewürfelt. Für mich persönlich ein Erfolg. Ich habe jetzt das erste Mal fast beschwerdefrei wieder drei Arbeitssätze in der SSB pausierten Variante, pausierte Beuge-Variante. Mein Gott, bin ich durcheinander gebeugt und das ist ganz cool, weil das die letzte Zeit nicht drin war.
Ich habe jetzt den 3. Tag diese Woche die Reverse Hyper mit sehr vielen Wiederholungen, also so als Pump-Ding mit eingebaut. Und das scheint der Weg zu sein, die Durchblutungsförderung, die Bewegung dieser belasteten Struktur und die Dekompression durch die Übungsanordnung scheinen mir gut zu tun. Ansonsten, ich habe mir gerade mal 100 Kilo auf den Rücken legen lassen und eine Plank gemacht. Ich bin damit nicht sonderlich zufrieden, also deutlich unter 1 Minute in Anbetracht der Tatsache, was privat gerade los ist, wie schlecht die letzte Woche vom Schlaf her war. Naja, ist schon in Ordnung. Das Gute ist, dass ich mit der Zeit jetzt eine Zeit gesetzt habe, die ich in der Zukunft noch übertreffen kann. Und da bin ich ziemlich optimistisch. Ich muss das Problem in den Griff bekommen. Und das hört man auch, wenn man sich das anguckt, dass meine Füße sowohl auf diesem Teppich als auch auf dieser Gymnastikmatte auch rutschen. Ich habe das neulich mal gegen eine Wand probiert, um ein Hindernis zu haben. Das hat sich aber scheiße angefühlt. Ich werde jetzt mal die Plattform die Tage probieren oder hier diese, ähnlich wie auf der Hebeplattform, diese Kunststoffmatten mal ausprobieren, ob die vielleicht ein bisschen mehr Reibung erzeugen. Griffigere Schuhe als die Barfußschuhe habe ich nicht. Vielleicht probiere ich es nochmal mit einem Hindernis hinter mir, dass die Füße nicht so weit rutschen können, aber keine Ahnung. Ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Woche 5 ist zu Ende. Ich habe das Gefühl, ich habe was gefunden, was mir einen Aufwärtstrend mit dieser Rückenstrecker-Geschichte rechts bescheren könnte. Und das würde bedeuten, dass in den nächsten Wochen Progress zu sehen ist. Das würde mich sehr freuen. Ich klopfe auf Holz. Ich bin so jemand, der, wenn er ein bisschen Progress sieht, gerne ein Stückchen mehr macht, als er eigentlich müsste. Und dann gehen wir wieder 2 Schritte zurück. Das machen wir dieses Mal nicht. Wir treffen jetzt gute Trainingsentscheidungen. Ja, ansonsten, ich hoffe, dieses Video hat euch angemessen unterhalten. Bis zum nächsten Mal.